Hallo, ich möchte euch herzlich willkommen heißen in der neuen Ausgabe oder in der ersten Ausgabe meines neuen Programmes Wie sag ich's richtig? Ja, wir befassen uns mit der Aussprache, nicht wie im Programm Der große kleine Unterschied mit Fehlern, die man beim Sprechen macht, sondern in diesem Programm lernen wir, wie man bestimmte Laute richtig ausspricht. Ja, und heute befassen wir uns einfach mal mit dem Ö, also einem Umlaut, mit dem viele Leute Probleme haben. Es ist auch nicht der einfachste Umlaut. Ich hoffe, dass du aus diesem Programm etwas mitnimmst und dass du imstande bist, etwas besser zu verstehen, wie man dieses Ö ausspricht. Versuche deshalb bitte genau zu gucken, wie ich meinen Mund bewege. Ich habe unterschiedliche Wörter für dich vorbereitet, aber dazu kommen wir gleich. Solltest du Fragen haben oder kommentieren wollen, benutze bitte die Option und kommentiere. Ich versuche dir darauf schriftlich zu antworten oder deine Fragen in das nächste Video mit einzubinden. Ich hoffe, dir gefällt das Video. Dann hinterlasse bitte einen Like ähm, oder abonniere auch meinen Kanal, wenn du möchtest. Okay, so viel zur Werbung, kommen wir zum eigentlichen Thema. Und zwar, wie spricht man das Ö richtig? Das Ö sieht aus wie ein O, ist aber kein O. Ein O sage ich so. Gucke bitte auf meinen Mund. O. Das ist auch die Grundform vom Ö. Wenn ich das Ö aussprechen möchte, muss ich nämlich erstmal diese Mundform machen. Praktisch machst du einen übertriebenen Kussmund. Guck bitte noch einmal auf mich. Du machst praktisch einen übertriebenen Kussmund. Dein Mund hat hier eine Kreisform. So sieht das aus. Versuch es selbst. Jetzt probierst du einen recht tiefen Ton auszusprechen, der so ein bisschen eine Mischung zwischen O und E ist. Ein bisschen. Aber Achtung, es ist nicht wirklich eine Mischung. Es liegt irgendwo dazwischen. Deshalb pass bitte auf, dass du weder O noch E in diesem Laut hast. Und zwar mach das bitte so. Wie ich dir gerade gezeigt habe, versuche bitte einen Kreis hier zu bilden und also praktisch einen übertriebenen Kussmund. Danach sprichst du einen recht tiefen, dumpfen Ton aus, der auf diesem Niveau bleibt. Der Ton geht so. Er geht nicht nach oben und er geht auch nicht nach unten. Er bleibt gleich. Sieh es dir bitte noch einmal an. Hat ein bisschen etwas von Singen, ich weiß. Immer das gleiche Niveau. Sieh es dir noch einmal an. Kussmund, ein Kreis. Hört sich ein bisschen lustig an. Du darfst lachen. Viele Leute lachen dabei. Und das ist gut. So kann man meiner Meinung nach am besten eine Sprache lernen. Sprachenlernen muss Spaß machen. Okay, so viel dazu. Jetzt habe ich dich genug mit Theorie gelangweilt und jetzt wird's doch praktisch. Ich habe einige Beispiele für dich. Wie du hier siehst, ist das Ö meist am Anfang oder auch manchmal in der Mitte des Wortes. Okay, zum Beispiel siehst dir doch bitte einmal an. Zum Beispiel das Öl. Ich spreche dir die Wörter vor. Versuch bitte die Wörter mit dem Grundwissen, was ich dir gerade versucht habe zu vermitteln, diese Wörter nachzusprechen. Fangen wir doch einfach mal an. Das Öl, die Lösung, die Möwe, die Köpfe, das Brötchen, die Wörter, mögen, hören, die Vögel, die Höhe, die Wohnblöcke,
die Möhre. Du siehst, dass ich es jetzt übertrieben ausgesprochen habe. Ich sage dir aber, dass man Ö nicht immer gleich ausspricht. Achte doch einfach mal auf die Blöcke. Das ist ein zusammengesetztes Wort. Wohn lassen wir mal kurz weg und benutzen nur Blöcke. Das ist im Plural. Blöcke. Du sprichst das kurz aus. Du hast hier CK, was dich dazu zwingt, dieses Ö kurz auszusprechen. Also hast du nicht Ö, sondern Ö. Blöcke. Ö. Du sprichst praktisch so Blöcke. Achtung, wenn du ein H hast, sprichst du dieses Ö viel länger aus. Du sagst Ö. Hier darfst du übertreiben. Normalerweise spricht man es doch etwas kürzer. Also Lösung, Möwe, Köpfe, Brötchen, die Wörter, mögen, hören, die Vögel, die Höhe. Hier musst du es auch etwas anders sprechen. Die Wohnblöcke, die Möhre. Also nochmal, das Öl, die Lösung, die Möwe, die Köpfe, das Brötchen, die Wörter, mögen, hören, die Vögel, die Höhe, die Wohnblöcke, die Möhre. Die Bedeutung der Wörter findest du in den Untertiteln. Schalte bitte einfach die Untertitel an oder recherchiere selbst im Wörterbuch. Solltest du ein Wort nicht verstehen, schreibe es bitte in die Kommentare und ich versuche dir zu erklären, was das Wort heißt. Dahingehend, ähm, ja, was wollte ich dir noch sagen? Ähm, Ich wiederhole einfach noch einmal. Und zwar, Ö befindet sich großteils, fast immer, sehr oft am Anfang des Wortes, manchmal auch in der Mitte, aber eher im vorderen Teil. Du fragst dich jetzt sicher, hier ist es doch im hinteren Teil. Ja, das ist ein zusammengesetztes Wort. In diesem Teil ist es doch am Anfang. Das wollte ich dir auch noch zeigen. Ö sprichst du normalerweise Ö. Du darfst am Anfang übertreiben und Ö aussprechen. Du hast kürzere Formen, zum Beispiel Blöcke. Das verkürzt dir das Ö. Du sprichst es praktisch nur Blöcke. Aber es kann auch verlängert werden. Da darfst du es übertrieben lang aussprechen. Das H verlängert dir das Ö. Du sagst zum Beispiel Möhre. Hier darfst du übertreiben. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass du mein Video gefunden hast, dir das Video angesehen hast. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Ich hoffe, es bringt dir etwas. Solltest du Fragen oder Kommentare oder auch Wünsche haben, vielleicht hast du Probleme mit einem Wort und kannst es nicht richtig aussprechen, möchtest es aber richtig aussprechen, dann schreib doch bitte einfach einen Kommentar unter dem Video. Ich bedanke mich ganz herzlich und wünsche alles Gute und vor allem Gesundheit. Viel Spaß und viel Erfolg beim Lernen. Tschüss, macht's gut.